Wir verlassen Peloponnes. Schön war's hier, aber sehr bergig. Wiedersehen. Ja, wir haben Peloponnes wieder verlassen und das war da vorne. Da ist Peloponnes noch, da sind wir über die Brücke rüber und fahren jetzt in diese Richtung. Irgendwo da hinten liegt Athen. Da kommen wir morgen an. Sind jetzt noch, was hab ich gesagt, 72 Kilometer oder so. Heidi ho! Ja, wir sind kurz vor Athen, haben jetzt nochmal einen Schlafplatz für uns gesucht und auch gefunden, würde ich sagen. Da ist das Meer. Und wie schön die Aussicht ist. Hier ist ein Kiesstrand. Großes Spülbecken. Und hier ist so eine kleine Parkanlage. Und wir werden jetzt, stell mich mal so rum, da hinten reingehen und da uns so ein bisschen zwischen den Büschen verstecken. Aber hier in Griechenland ist das sowieso nie ein großes Problem. Und ja, dann geht es weiter in die Richtung. Und da hinten ist dann auch Athen. Da kommen wir dann morgen an. Da haben wir uns heute schon eine Unterkunft gebucht für 3 Nächte. Da wir halt ein bisschen mehr was sehen wollen, ein bisschen was erledigen wollen. Und ja. Wir haben ganz vergessen zu erzählen, was wir vorhin gefunden haben. Am Straßenrand. Am Straßenrand lag eine Tüte Chips. Die war noch komplett zu, original eingepackt. Und die Luft war noch drin, also richtig lecker. Haben wir gesagt, wir riskieren es. Und Lecker, gratis. Waschbär-Style. Jetzt futtern wir hier am Strand Chips. Wir sind wieder auf der Autobahn Richtung Athen. Schön am Wasser. ...52 Kilometer noch. So, wir befinden, ich nehme die mal kurz runter, dass man mich besser versteht. Wir befinden uns gerade in Athen, sind ja gestern angekommen und ja, hier ist ja seit heute Morgen 6 Uhr dieser Lockdown, der in ganz Griechenland gilt. Man kann sich trotzdem draußen frei bewegen, man muss so eine SMS schreiben. Für Sport darf man machen, draußen allein oder halt in Gruppen, aber mit Abstand. Einkaufen gehen, also ganz normal eigentlich, so wie man es aus Deutschland auch kannte. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Supermarkt, weil wir natürlich auch was zu essen brauchen. Und wir wollten uns auch das über diese Registrierung, über die SMS machen. Es gibt sogar eine App, wo man das da machen kann, wo du die SMS dann drüber versendest. Geht aber natürlich nur mit einer griechischen Nummer, nicht mit einer ausländischen Nummer. Von daher haben wir natürlich keine Registrierung SMS. Aber wir haben gesagt, wenn uns einer anhalten sollte, wobei wir haben jetzt ja noch nicht einmal Polizei gesehen oder irgendwas kontrolliert. Und es sind trotzdem, klar, gestern Abend war viel los. Heute ist deutlich weniger los. Aber es sind trotzdem noch viele Leute unterwegs. Und ja, wenn uns einer kontrollieren sollte, kann ich ihm das auf Handy zeigen. Hier, wir haben es versucht, die SMS konnte nicht gesendet werden, weil es eine deutsche Nummer ist. Von daher sehe ich da jetzt kein großes Problem. Wie gesagt, hier ist auch keine Polizei, nichts. Also ganz entspannt eigentlich. Nur die Akropolis und so können wir jetzt nicht besichtigen. Die haben alle zugemacht und die wollte ich unbedingt gucken. Die wurde heute Muss ich irgendwann nochmal zurückkommen. Gestern hatte sie noch auf und gestern kam die an. Ja, seit gestern Abend ist sie dann geschlossen erstmal. Ja. Bis zum 30. November. Und so lange wollte ich jetzt nicht in Athen bleiben.
sind wieder aus Athen raus. Es war auf jeden Fall richtig leer auf den Straßen. Und jetzt geht's hier wieder in die Berge. Weg vom Meer. Wie man eindeutig erkennen kann, sind wir aus Athen wieder raus. Und ja, war alles ganz easy, keine Probleme. Trotz des Lockdowns, der ja jetzt in Griechenland ist, also landesweit seit dem 7.11. bis zum 30.11. erstmal, soll dieser Lockdown sein, von wegen man darf sich nicht mehr draußen bewegen und man muss drinnen bleiben und generelle Maskenpflicht. Ihr seht gerade, ich habe keine an, aber ich bin hier im Wald, hier ist keiner. Ja, also man kann sich frei draußen bewegen. Man hat es ja auch jetzt im Video schon gesehen, von den Aufnahmen von Athen auch und so ein bisschen. Man kann sich draußen ganz normal bewegen. Es gibt halt diesen Service, dass man eine SMS den sendet, mit von wegen hier, ich muss einkaufen, Code 1, Code 2, ich muss einen Arzt aufsuchen, Code 3, Kind zur Schule bringen, oder noch so. Dann gibt es noch für Sport, wie Fahrradfahren und sowas. Darf alles draußen gemacht werden, nur mit Abstand oder Einzelsport. Ja, und mit Maske, außer Sport. Sport darf man ohne Maske machen. Und die Sache ist nur, dafür gibt es auch eine App und eine extra Service-Nummer und sowas. Und die funktioniert aber nur mit einer griechischen Nummer. Deswegen hat man da einfach das mal ausprobiert gehabt. Es hat nicht funktioniert. Da haben wir gedacht, beim ersten Mal, wo wir rausgegangen sind in Athen, falls uns einer ansprechen sollte, also Polizei oder sowas, hey, habt ihr den Code und sowas, also hier die Bestätigung, dass ihr euch registriert habt, dass ihr draußen jetzt rumlauft von der und der Uhrzeit von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit, die muss man auch mit angeben, mit Angabe der Adresse, wo man wohnt. Da hätte man sagen können, hier ist nicht möglich, es geht halt nur mit einer griechischen Nummer, aber es hat niemanden interessiert, also es wurde keiner kontrolliert. Es war zwar deutlich weniger auf den Straßen los, klar, bestimmt weil die meisten einfach abgeschreckt sind dadurch oder was, aber die Geschäfte hatten offen, abgesehen jetzt von so Klamottenläden und sowas halt. Aber trotzdem konnten wir uns ganz normal frei bewegen. Was schade war, die Akropolis war ja geschlossen, also archäologische Stätten, Museen, das wollten wir uns eigentlich angucken, ist quasi dann ja, Tag vor uns, an dem gleichen Tag vor unserer Nase geschlossen worden. Deswegen haben wir es ja nur von außen ein bisschen gesehen. Naja, ist halt so, kann man nicht ändern. Hauptsache wir können uns noch frei bewegen im Land und fahren jetzt Richtung Norden und ja, wie gesagt, sind aus Athen raus und direkt wieder in den Bergen in der Natur. Hey, bisschen positiv, ja? Berge und Gegenwind, so wie jeden Tag Gegenwind. Immer weiter die Berge rauf. Da könnt ihr Athen nochmal sehen, da ganz hinten. In dieser Kuhle, da ist Athen und hier sind wir über die Straße gekommen, hier hoch. So viele Häuser. Na komm. Na komm. Ella doch. Kleiner Begleithund. Neue Freundin. Uns ist die ganze Zeit gerade ein Hund hinterhergelaufen. Der war richtig doll abgemagert. Und jetzt hat Basti ihm ein Stück Brot eben gegeben. Und man merkt, dass sie auf jeden Fall sehr dolle Angst hat vor Menschen. Und ist immer also so auf Abstand gegangen. Und jetzt haben wir ihr einen Apfel gegeben. Jetzt hat sie sich die Hälfte geschnappt und ist weggerannt. Ich glaube, das halbe Äpfelchen reicht ihr schon. Basti hat noch eine Hälfte und die ist einfach losgelaufen. Um die Ecke rum. Die hat sich da irgendwo versteckt und mümmelt jetzt den halben Apfel. Und wir haben noch eine Hälfte. Gucken, ob sie wiederkommt. Basti steht da auf der Straße und hält ihr den Apfel entgegen. Gucken. Wenn man in den Bergen um die Ecke geschossen kommt und so eine Straße vorfindet. Gerade, soweit das Auge reicht. Ich hoffe, sie bleibt auch gerade, also eben, und geht da hinten nicht irgendwo hoch. Das kann nämlich auch manchmal sein, es täuscht. Und irgendwie ist hier auch nichts los.
Heute haben wir mal einen besonderen Schlafplatz in einem Steinbruch. Ehemaliger Steinbruch. Und weil das hier ein bisschen schwierig ist mit dem Boden, weil das alles so viel Geröll und Scherben und Schutt ist, habe ich das sauber gemacht. Die Stelle, wo wir schlafen, habe ich mit dem Brett freigespachtelt und Basti hat ganz viele Steine angeschleppt, weil ja hier keine Heringe halten. Cool, oder? Jetzt haben wir uns das Abendbrot aber auch verdient. Es regnet und wir fahren gerade hoch auf einen Berg. Basti im T-Shirt. Schlimmer geht immer. Jetzt regnet es doll und es ist nebelig und es ist richtig doll kalt. Und jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen bergab bis auf 300. Wir waren eben auf 700 hoch und dann müssen wir wieder auf 700. Und dann geht es komplett runter auf 0. Aber es ist echt kalt. Und in circa einer Stunde müssen wir anfangen, Zeltplatz zu suchen. Und ich glaube nicht, dass es 10 Grad haben wir, okay. Ich glaube nicht, dass wir im Trockenen heute einen Schlafplatz finden. Guten Morgen. Ja, der regenreiche Tag von gestern ist vorbei. Die Sonne ist wieder da. Und ja, wir bereiten jetzt gerade hier alles wieder vor. Wir haben noch ein bisschen gewartet, bis die Sonne endlich da über den Hubbel rüberkommt. Und jetzt wird zusammengepackt. Alles trocknet langsam. Gut, die Klamotten von gestern sind natürlich noch komplett nass. Also die sind immer noch feucht, aber die werden langsam. Ja, jetzt wird zusammengepackt nach und nach. Lassen uns ein bisschen Zeit, damit alles anständig trocknen kann. Und dann geht's weiter. Heute wollen wir noch die Thermopylen erreichen. Was das genau ist, werdet ihr gleich sehen. Heute ist wieder so ein Pannentag. Eben gerade war der Kranz vom Getriebe lose. Das hat Basti gerade festgeschraubt. Dann habe ich gesehen, dass sein Reifen ein kleines bisschen Luft verloren hat. Aber ich dachte, das wäre nur dass er aufpusten muss. Und jetzt hat er einen Platten. Mal gucken, wie viele Löcher wir diesmal finden. Da ist das Wasser. Auf zu den heißen Quellen. So, wir sind am Denkmal von der Schlacht der 300 von Leonidas, wo sie damals gefallen sind, hier in den Thermopylen. Hier sind die Berge. Und ja, hier ist die Gedenktafel. Ich kann es natürlich jetzt direkt nicht lesen, aber ich werde das unten drunter einblenden, was da genau steht. Auf Deutsch und auf Englisch. Ja, hier findet auch immer wieder eine Kranzniederlegung statt anscheinend. Ja, und als nächstes werden wir uns die heißen Quellen angucken. Die sind nämlich da. Boah, hier sind die heißen Quellen. Es dampft schon. Da drüben geht es los und dann fließt es hier drunter her in die Richtung. Jetzt gucken wir mal, dass wir da hinten gleich hinkommen und da kann man wohl auch wild zelten. Mal gucken. Okay, geh rein. Hä? Wird es warm? Kalt? Na toll, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Heiß? Mein Ringverwerfen von dem Schwefel.
So, wir sind aus den Thermopylen raus und sind weitergefahren und viel Feld. Leider aber nicht so viel was gefunden zum Schlafen. Aber jetzt haben wir das Kapitel auch abgehakt. Schlafen unter der Autobahnbrücke. Wir wollen ja alles mal ausprobiert haben auf dieser Reise. Somit haben wir in Ruinen, in Schwefelfeldern waren wir. Da Schwefelfelder müssen wir noch zelten. Das kommt aber auch nochmal. Aber wir haben jetzt auch Brücke abgehakt, Autobahnbrücke. Also. Was man nicht alles so erlebt auf der Reise. Auf dem Weg gestern zu unserem wunderschönen Schlafplatz hier unter der Autobahnbrücke hat Basti sich ja wieder einen Platten zugezogen. Und jetzt hat er 8 Löcher gefunden. Und uns gehen langsam die Flicken aus. Ich kann euch ja mal zeigen, wie dieser Reifen aussieht. Dieser Schlauch. Der ist einfach überall voll mit Flicken. Wow. 8 Löcher hatten wir heute. Das ist doch schon mal was. Rekord! So, hier ist unser Schlafplatz für heute. Nicht ganz optimal. Da vorne ist die Straße. Aber besser als nichts. Genau. Und wir waren vorhin einkaufen. Ja, in einem Supermarkt. Und haben davor gesessen und gegessen. Und dann kam der liebe Jonas um die Ecke, ein Radreisender aus Deutschland. Der ist durch Europa gefahren und befindet sich jetzt auf dem Weg zum Flughafen, weil er nach Hause fliegt. Nach Athen, genau, weil er einen Babyhund adoptiert hat. Die kleine Bobby, ein kleines Mädchen. Und die fährt mit ihm mit auf dem Fahrrad. Und jetzt fliegen die beiden nach Hause und dann schaut er mal, was er danach noch macht. Aber genau, dass die beiden erstmal nach Hause kommen und der kleine Hund ein neues Zuhause bekommt. Genau. Ja, und jetzt gleich gibt es Burritos mit Feta-Käse und Reis. Und dann verkrümeln wir uns ins Zelt und dann wird geschlafen. Das sieht aus, als hätte hier Spider-Man gewütet. Sieht aus wie Spinnennetze. Schon lustig? Ist das nicht eine coole Aussicht? Und wisst ihr, was das... Oh, Marienkäfer. Marienkäfer. Wisst ihr, was das Schönste ist, wenn man hier so jetzt hinguckt? Vor ungefähr 4 Wochen sind wir... Also da hinten ist leider ein bisschen diesig. Da hinten befindet sich der Olymp. Das Olymp-Massiv. Und vor... jetzt kommt ein LKW. Okay. Und vor knapp 4,5 Wochen sind wir aus der Richtung auch durch dieses flache Land da hinten gefahren. Von da so kommt da runter und da hinten dann abgebogen in das Gebirge. Das ist jetzt 4,5 Wochen her und knapp 1600 Kilometer. Und richtig viele Höhenmeter. Und ja, jetzt fahren wir weiter die Richtung, so Nordosten, nach Larissa und dann kommt auch später dann Thessaloniki und dann sind wir bald da. Also in Vlogita, wo wir dann auch erstmal Pause machen werden, denke ich mal. Überwintern, je nachdem wie die Lage sich weiterentwickelt, mal abwarten, aber wir werden noch genaueres bekannt geben. Oder beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, wisst ihr schon mehr, weil das Video kommt dann im Nachhinein immer raus, statt die aktuellen Sachen auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. So, aber wir raseln jetzt erstmal. Raseln? Ja, raseln. Radeln und rasen. Den Berg hinab.
alles flach. Und kein Gegenwind. Das haben wir nämlich sonst immer, wenn wir flach irgendwo lang fahren. Dollen Gegenwind. Aber wir wollen es nicht zu laut schreien, weil sonst kommt er gleich. Na, kennt man ja. Wir sind in Larissa. Tada! Da ist der Olymp wieder. Diesmal wieder von der anderen Seite. So, unser Tag geht langsam zu Ende und wir haben einen sehr, sehr coolen Schlafplatz. Und zwar sind wir jetzt hier hinter Tempe. Die Ortschaft und sowas hier alles, das kenne ich noch von früher. Vor ca. 20 Jahren war ich hier schon mal, also 23 Jahren oder so. Und jetzt ich wusste nie, wie der Ort noch hieß, weil ich halt noch ein Kind war. Jetzt habe ich es wiedergefunden. Es hat sich eigentlich so gut wie nichts geändert. Einmal werden hier unser Zelt aufschlagen. Hier ist eine alte Hängebrücke. Die haben sie aber erneuert wohl, weil ich habe die Erinnerung noch, dass sie blau war. Jedenfalls, was ganz lustig ist, anscheinend wegen den Lockdown und weil es auf die Wintersaison zugeht, ist ja alles erstmal dicht wohl. Aber diese gleichen Hütten, die jetzt hier stehen, diese alten Blechhütten, das sind so Verkaufs- und Souvenirstände, die gab es damals schon. Das sind die gleichen Hütten. Eigentlich müsste ich mal gucken, ob ich irgendwie an das alte Videomaterial komme. Das haben wir auf alten SVHS-Kassetten, falls das einer kennt. Und einfach nur als Vergleich mal reinstellen. Und ja, hier ist alles zu. Man sieht auch, dass es schon länger jetzt zu ist, wohl seit ein paar Wochen, weil alles voll mit Spinnenweben ist. So, jetzt gehen wir mal über die Brücke. Was ganz schade ist, dass die Sonne halt da vorne schon ein bisschen runtergeht. Weil tagsüber so zur Mittagszeit hat man die Sonne quasi genau da oben stehen. Und dann scheint die Sonne genau hier in dieses Tal rein, in diesen Canyon. Und dann tut dieser Fluss halt so richtig türkisblau leuchten. Ist wunderschön, da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich damals als Kind hier war. Und es sieht einfach nur richtig cool aus, auch hier mit den Bergen und mit der Sonne. Ja, mittlerweile ist hier alles mit Katzen bevölkert. Genau, hier kann man es schön sehen. Hier unten hat man viele Sitzplätze, wo auch ab und zu mal ein paar Händler waren, die was verkauft haben. Da geht es in eine kleine Kapelle rein. Das werde ich auch noch alles zeigen hier. Da unten ist noch ein kleiner Bach. Da vorne ist noch ein Restaurant. Das werde ich alles mal zeigen. Das war einer der schönsten Plätze hier. Miezekatzen. Genau, hier geht es so runter an die Quelle. Die Quelle kommt aus dem Berg raus, da werde ich noch was richtig Cooles zeigen. Da ist das Restaurant. Hier sind so Sitzplätze, da geht es zur Kapelle, da gehen wir jetzt hin. Na, ihr kleinen Kätzchen. Ja, ich habe Schutzbegleitung. Miezekatzen. So, dann geht es hier rein zur Kapelle. Ist immer noch so wie früher. Hammer. Und genau. Hier ist halt die Kapelle. Auch mit einem coolen Kronleuchter. So, hier nochmal von oben. Wie man sieht, die ist echt in diese Höhle, in diese Grotte reingebaut. Hammermäßig. Hier die Ansicht von oben nochmal. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Highlight. Und zwar dieses Gebäude hier. Und zwar geht es hier in der Grotte. Und da gibt es das heilige Wasser. Eine heilige Quelle. Also eine Quelle, die heilig gesprochen ist. Die kenne ich auch noch von früher. So, die stufen hier rein. Jetzt gleich ist es ein bisschen krabbeln.
Natürliches Quellwasser. Wir haben wieder einen neuen Freund. Hallo. Hallo, hallo. Schau mal. Ich glaube, er mag keine Kameras. Auf jeden Fall kam der Hund. Hallo. Du bist ja süß. Du bist ja süß. Die gibt Pfötchen und läuft die ganze Zeit hinterm Basti her und legt sich an seine Füße. Ne? Und die Nacht, als wir hier geschlafen haben, ist er die ganze Zeit hier hin und her gelaufen. Von da hinten kam er und ist dann immer hier lang gelaufen und hat die Katzen verscheucht. Damit die uns in Ruhe lassen, ne? Ja, ne? Der guckt fast wie du. Der Hundeblick. Oh. Also, wir sind jetzt auf dem Weg von Tempi nach Katerini und wir haben 6 Grad und das Sandalenwetter ist offiziell vorbei. Morgens haben wir 6 Grad. Mittags könnte sein, dass wir die Sandalen mit auspacken. Wir haben beide feste Schuhe an. Dazu Handschuhe. Und Basti hat sogar einen langen Pullover drunter an. Ja, ein dünnes Ding. Und wir haben die ganze Straße für uns allein. Cool. Okay, da kommt ein Auto. So ein wundervolles Wetter. Wir haben angefangen, uns auszuziehen. Innerhalb von nicht mal einer halben Stunde haben wir jetzt 6 Grad mehr, weil wir aus den Bergen, da wo wir gerade waren, raus sind. Da wo der Fluss durchgeflossen ist und so. Und jetzt ist es richtig schön warm. 12 Grad oder 13 haben wir jetzt. 14. Sind wir denn schon wieder in Norddeutschland? Sieht ein bisschen danach aus. Ist auch der dicke Berg, der ist der Olymp. Nur da hinten ist der Olymp, aber den können wir ja ausblenden. Hier sieht es auf jeden Fall aus wie Norddeutschland. Ein Stück Heimat. Wir mussten leider einen kleinen Umweg fahren, aufgrund einer gesperrten Brücke. Aber dafür haben wir was richtig Cooles entdeckt. Nämlich ein Haus, was komplett mit Muscheln verziert ist. Boah, mein Mann fährt mich um. So, jetzt nochmal von Namen. Es ist komplett aus Muscheln, also mit Muscheln verziert. Das ganze Haus. Sogar der Weihnachtsmann ist dabei. Das ist der Mann, der hier wohnt. Oder der Mann, der hier wohnt. Und auch so riesengroße Muscheln. Cool. Die Olympischen Spiele 2004, eine Deutschlandfahne oben drauf.
Verrückt. Das war mit Sicherheit richtig viel Arbeit. Da oben ist eine Burg. Da ist das Meer. Und da ist der Olymp. Da ist der Basti. Da sind wir wieder in Thessaloniki. Auf nach Vlogita! Heute werden wir definitiv im Dunkeln ankommen. Aber wir werden auch unseren Rekord brechen an Kilometern. Hi! Ja, das ist unser letztes Video von unserer Tour durch Griechenland. Mittlerweile haben wir Ende Januar und die aktuelle Situation zwingt uns leider zu pausieren. Angekommen sind wir hier bei meinen Großeltern am 18. November. 18. November, also es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt hier Weihnachten verbracht, Silvester verbracht. Leider, wie schon gesagt, wird die Situation uns zwingen, auch noch ein bisschen länger zu pausieren. Was aber nicht heißen soll, dass wir die Reise abbrechen, sondern wir pausieren hier einfach, bis wir wieder weiter können. Momentan sieht es ja ganz gut aus, dass man auch bald dann wieder weiter kann. Das Problem ist nämlich bei uns aktuell jetzt nur, dass die Grenzen weiter Richtung Osten noch geschlossen sind für Einreisen, außer man ist halt Einheimischer. Das gilt für die Türkei zwar nicht, in die Türkei würden wir kommen, aber alles danach, Armenien, Georgien, Israel und alles, was da noch kommt, wo wir noch vorhaben durchzufahren, ist momentan leider nicht erreichbar für uns. Deswegen, wie gesagt, machen wir hier Pause. Deswegen wird auch erstmal jetzt keine neuen Videos bezüglich der Reise selber jetzt kommen. Aber wir haben uns vorgenommen, Tipps und Tricks Videos zu machen, unsere Erfahrungen damit ein bisschen weitergeben. Also seid gespannt, da wird einiges kommen. Wir haben viel in Arbeit und ja. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir für ein Video vielleicht machen könnten, was euch interessiert, ja, für Tipps und Tricks, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann überlegen wir uns mal, was wir dazu euch so zeigen können. Ganz genau. Bis dahin. Tschüss.